So I will maybe say a few words about this. We are coming to an end with this pilot phase of this Art of Listening project. And I think in general it was much more than we expected. Also, the volume of the master classes, the quantity was higher than we planned, for the reason that simply there is much more places that would like to have such a thing that we didn't think before. That's why it's a pilot, and there are much more musicians and teachers that find this idea helpful. Klassische Musik, Kammermusik in verschiedenen Einrichtungen, überall in Berlin und in 11 Ländern in der Welt. Also ich fand es sehr spannend, dass die Gruppen sehr groß waren und doch sehr konzentriert zugehört haben. Das hat mich auch sehr überrascht, weil ja sozusagen, er hat ja am Anfang auch gefragt, ob es einen musikalischen Hintergrund gibt bei den Schülern, und die meisten haben ja kein Instrument gespielt. Ich glaube, in der ersten Klasse gab es keinen und in der letzten Klasse, glaube ich, 2, 3. Und mich hat das doch sehr positiv überrascht, wie konzentriert sie dabei waren und auch wie viele Rückmeldungen gekommen sind, und sozusagen, es war immer eine gute Interaktion da eigentlich. Für mich ist es nicht grundsätzlich anders, weil jeder Mensch empfindet etwas, also man kann nicht empfinden. Also wir sind immer lebendige Wesen und die Musik kommt ja aus uns heraus, und wir machen ja die Musik, weil wir sie lieben und weil wir damit kommunizieren können. Und das ist hier genauso der Fall, und man merkt sogar noch mehr, ob das auch wirklich ankommt. Ja, also die Anforderungen sind in gewisser Weise höher. Ich war schon mal hier und da war mir das auch aufgefallen. Musethica exists because there is a lot of also interest from the musicians such things to make. To bring classical music and this idea to the whole society, I think there is no debate on that. I think every research in all prestigious science institutions shows the effect on the attention development of kids.
in this case kids, how much it's helpful for even health benefits and psychological benefits, social benefits, feeling of community. All these things are quite known today. The question is, how do we reach it in a sustainable way? And what Musethica thinks, it is very good for the musicians. And the way to think like that is a sustainable program and method to bring hundreds and thousands of activities in this sense to the whole society as a normal part of music education and higher music education for a very selected number of young musicians. So this is the idea. So I think it was very successful. What I can say about our experience with the art of listening, and I've seen it in all countries, all three countries that took part of this is Spain, France, and Germany. That was in every place that we did, there was something very important that each musician took for themselves and the teacher as well. Because what happened when we come to a public that is not a professional public, let's say musicians, there is a huge advantage that the people don't listen or looking in the same way a musician would. And it sounds maybe strange because one could imagine musician actually listen in a much professional way. It's not always the case, especially not with teachers and also not with students, because funnily enough, we are more tolerant for many problems that happen in the interpretation than people that are not exposed or have a regular contact to classical music, because we are playing similar instruments and we are aware of the difficulty in certain places what can happen. So we are with the instrument and with the interpretation, so we are putting ourselves in the shoes of the young musicians, and we don't really concentrate of listening. Say it, of course, in general. Of course, there are musicians that are doing that, and we get a lot of feedback and a lot of very pure, natural, and direct feedback that one should really think about it later. Even the girl that says that it was very long for her, for me it was very interesting, because of course in a human time 3 minutes one would think it's not so long, but it means that her attention was not really there, and this is something that we as musicians could think how we could reach it, and I think it is reachable. Du kannst irgendwie vorstellen, dann kannst du das ein bisschen tanzen. Welche Tanz, egal, ja. Das ist ein bisschen natürlich alte Tanz. Die hatten sehr schwere Kleidung und die können das nicht, das ist keine Hip-Hop oder so auf dem Fußboden und sowas zu machen. Das ist alles ein bisschen langsamer. Wir kennen die Johann Sebastian Bach nicht persönlich, und gibt es keine Person an dieser Erde, das ihn persönlich kennen, weil er ist schon lange gestorben. Die einzige, das wir wissen, steht hier Bourré auf diese Satz, er hat Bourré hier geschrieben, und Bourré, das ist ein Tanz. Und die einzige Information, dass wir wissen, das sollte in irgendwelche Tanzform schon sein. Es muss nicht wirklich so wie eine Computer-Techno-Musik. Genau. Ich persönlich fände das sehr spannend und sehr gut. Also ich glaube auch, dass das gerade an den Musikhochschulen, die ja schon sehr wie so ein Elfenbeinturm immer sind, sozusagen, und sehr, oder schon, ja, abgeriegelt vielleicht ein bisschen von der Außenwelt. Das glaube ich, das wäre eine sehr gute Möglichkeit, weil auch gerade vielleicht auch viele Musikstudenten schon, weil sie ja sehr früh angefangen haben mit ihrem Instrument, dann vielleicht immer schon auf Musikspezialschulen waren, dann vielleicht wirklich ein bisschen losgelöst sind vielleicht von ja, sozusagen so einem normalen Schulablauf. Also das fände ich eine sehr gute Idee eigentlich. Ich glaube, dass es sehr lohnend wäre, auch also für alle Beteiligten. Auch vielleicht für die Musikhochschulen generell, um sich sozusagen ein bisschen mehr zu öffnen und nicht so starr auf irgendwie dann halt zu denken an Karrieren im Theater- und Opernbereich, die ja dann auch sehr weit weg vielleicht von der gesamten Gesellschaft sind. Also es wäre, glaube ich, schon eine lohnende Sache. Ja.
Ja, okay. Und jetzt einmal volle Hingabe. Merkst du, kann man einen Unterschied hören? Fußball. Na, ich glaube, ihr müsst jetzt noch mal tanzen. Ja, okay. Ist nicht sehr gut. Komm mal, dann will ich tanze lieber. Jetzt genau. Wieder Bär. Und genau. Bär. Und dann Bär und dann und jetzt beide zusammen. Genau. Das machen wir gleich nochmal. Ja? I also noticed really in many schools the level of attention after a while that went that really developed during this master course, and I think and I experience such a special teaching tool that the musician got, that also as a teacher in a music university, I don't see it that often. Of course it could happen in certain lessons, but here there is something very special because it's different when a musician plays for another musician. It is different, and it's different when a musician plays to his teacher or her teacher. Because the psychological element of music interpretation is so high, one even will say, I've heard also people say 98%, 95% is psychological, and I would definitely agree to that. Here, the person has to play directly to the public, and directly to convince the public, directly to go in a certain way. We tried music, and we tried tone quality a few days ago with a violinist, and it's amazing. The children said exactly the reality of what happened, and this doesn't happen, unfortunately, that often because there are so many other elements that are in the music university that are not here. So I find it very, very successful, and I definitely think it's very doable to do at least some of that as a part of the curriculum, like we do with Musethica program of interpretation right now, already in the Music University of Vienna. The biggest difference that I experienced from the masterclass in the university, the regular ones, and the masterclasses that we did today and we also did in Spain. I can say that you learn even more than you learn in a regular masterclass. Ja, sehr gut in die Interaktion reingegangen ist, aber natürlich ist es auch ein bisschen immer so eine Gruppendynamik, die dann herrscht, und ich weiß auch nicht, ob man da noch irgendwie Forscher was hätte machen können, aber genau, es lag bestimmt auch ein bisschen an der Gruppe. Und bei der zweiten war es ja auch sehr schön, wie doch einige Kinder auch sofort selber mitgemacht haben und gar keine Ängste halt hatten, oder Berührungsängste. Ich glaube auch, dass die Aufführungserfahrung für die Musikstudenten auch sehr wichtig oder sehr interessant ist, gerade weil es ja immer diese direkte Rückkopplung zum Publikum gibt, und jetzt in einer klassischen Konzertsituation kriegt man ja meistens eher weniger Feedback. Man spielt halt einfach in einem Publikum, was ziemlich starr da sitzt, und ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, oder dass man viel schneller da vielleicht jetzt was lernen kann, wenn man sozusagen direkt interagiert und dann auch sozusagen so eine neue Selbstsicherheit dann vielleicht auch kriegt, gerade durch die durch die lustigen Übungen, wenn sozusagen der Kopf festgehalten wird. Das glaube ich, das ist schon sehr lohnend und sehr spannend. What is your usual feeling when you go to play in a masterclass in the music school, in the Musikhochschule? A normal masterclass, like you would experience. You go and play for someone and you try to impress him mostly, and you don't play for the public. You just play for the person, and you try to get the knowledge from the master. Like he's probably a big name. Okay, ist viel besser, aber es ist da da dim pa pa pam pam da da dam pa pa pam da dim und hier pa 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 pam.
Das war ti-ta-ta-ta-tam. Alles in einem Puls. Wenn du hast eine Note in einem Puls, in eine Note. Und wenn du hast zwei, when you have two, when you have four, you have to visualize, you have four in the same pulse, okay? It's not shorter pulse, okay? Like everything in the same pulse. Look outside, look outside. Es ist schön, weil du denkst, dass du etwas Schönes gemacht hast und dass vielleicht später werden die ins Konzertsaal gehen und die Musik genießen. Wirklich, jeden Tag, dass wir spüren, dass dieser Puls, dass wir können ein bisschen dieses Gefühl von Tanzen haben. Es ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung, was hier passiert ist. Also dass eben diese alte Musik und auch diese Kunst des Instrumentenspiels, dass die jetzt auf Jugendliche trifft, die von sowas wahrscheinlich noch nie irgendwas gehört haben. Ich bezweifle tatsächlich, dass sie vielleicht sogar wissen, wer Johann Sebastian Bach ist, weil das ist einfach heutzutage, das weiß einfach kaum noch jemand. Weil hier gibt es nämlich zwei Tänzerinnen. Eine, die tanzt und dann kommt ein Bär. That certain number of musicians are doing these things regularly as part of their credits, as part of their university credits. And I think, first of all, I would agree also what I've heard before. Because music is for the society, we have to take the society inside of the education of music. We find out, we did a research recently, and this research will go on for a few years now, that is basically a person that is learning performance in a music university has no performance opportunity. Official performance opportunity. The opportunity that he or she has is to playing in front of the teacher, get some kind of note, maybe in some cases come some public, other students and so on. This is the official, and then even the number of that performances are extremely limited to almost to the amount of between 0 and 1. I would say it in 3-4 years. So we think of how ridiculous it is that we teach someone performance without performances. I would make the parallel with if you would learn, one would go to learn to become a doctor or a surgeon or go to learn medicine and will never meet human beings. Immer diesen Drang hatte, die klassische Musik mehr ins Volk zu bringen, sage ich jetzt mal, also irgendwie unter die Leute, so, weil ich immer der Meinung war, dass es ganz viel bewirken kann und dass ganz viele Menschen sehr berührt sein können von klassischer Musik. Also es ist anstrengend für mich, aber auch sehr belohnend. We are speaking about performance, which is using intuitive skills of the musician, and for that we need the listeners, live listeners, and to connect it, of course, to the community and to the outside of the walls of the concert hall. And I think it's a very simple idea, and we experienced quite success with that. Thanks.